Morgens Lebenswasser. Wij willen het ook opstaan. Veel meer dank voor komen van deze morgens. Zoals vele van jullie weten, dat is niet een normale werk was voor ons als Familie. Een van onze vrienden, Brüder, heeft ons verloren, is gestorven. En zo, we komen op onze zondag gesteld en vele van ons gaan was het weiter. En vielleicht wegen John, vielleicht wegen andere dingen in ons leven. En aber het is wichtig in zo'n tijd dat we komen dan als familie en God aanbidden en aanloven en prijzen en doen wat die troubled zijn in ons leven. Want we gaan hoopning. We gaan hoopning voor John. We weten dat hij leeft Jezus en hat geloven aan Jezus. En zodat je ons een hoopning weten hoe hij is en dat we aan waar zijn. We weten God als groot en hij wird aan te bidden. Amen. Dat is een beetje zoals mijn 8 jaar jong deze week zei, Matthew. Ik reed met hem en hij zei, man, het is heel treurig dat John weich is, maar ik vrees me dat hij im Himmel is. En zo 8 jaar jong had begrepen deze hoopning wat we als Christen dragen doen. Wat ons helpt verder weg gaan. En goede tijden en slechte tijden. En zo we worden bloß toopkomen van der, we worden God aanbeden zoals gewöhnlich. Wens hij nog dezelfde God, wat hij laatste zondag wird, wat hij gisteren is, wat hij vandaag is, wat hij morgen wordt zijn. En zo, we willen bloß een beetje anders aanvangen. We hebben aanvangen met een gebed, waar het passend is, waar we hang op hebben. God, ik dank die dat u met ons bent en ik dank die dat u ons verzorger bent en dat u ons trooster bent. En Jezus, we komen toe als die familie en we hebben die naam en anerkennen dat du bent God. Du bent ons leider. En we danken die dat u met ons is, door alle tijden. Goede tijden, slechte tijden, dat we die aanbeden kunnen in de waarheid en im Geest, jeder dag. Dankzij dat u ons dragen is. Ik bid zijn over deze ganzen dag. En dat u ons van der was besonders sterk merken en die kracht geven. We hebben die naam hier. En zijn du best gezegend God. Ik bid het in die heilige naam. Amen. Amen. Where your streams of abundance flow.
om is geloofd. Amen. Amen. Wat vriendlingen zijn, brood wordt vermeerd om en woon, zo best bloos du haar, du alleen. Licht schijnt de donkerste nacht, ohne wordt hoopning gebracht, zo best bloos du haar. En wel is je van begeven dan van de bisschen plaat merken van de aanbedingstijd van worship en aan mijn dank te geven met het geld wat we geven dan. Ik hoop je hebt in je wat vergenomen wat je geven wil van deel. 2 Korinther is een ganz bekender vers. Ik wil je een bisschen denken houden wat hij zegt. 2 Korinther 9 vers 7 zegt.
En jeder einer soll dort geben, wat hij zich im hart hat vergenommen. Met vreden geben. En niet met bemot. Gott ist der Gott, wat met vrede geven dan. En zwar bist met vrede van jou geven, voor wat hij hat voor ons gedaan. Amen. Dankzij God dat du aan onze ziet bent. Dankzij God dat we kan van jou terugkomen. We kan die hier hebben, we kan die loven en die prijzen, die danken. We danken die van jou voor de aanom wat we hebben, voor dat geld wat we kan geven. We geven dat van jou, wenn we zijn die geld, du hast ons eerst gegeven. En we geven dat, wenn we wel dienrijk zijn, dat meer mensen kennen. En liefvol met die en gemeenschap hebben met die. Dankzij voor deze tijd in Jezus naam. Amen. Du rops mig ut åt gravbynum. Du rops mig ut av mine sjån. Haksai dot ole as fangum. Dot nye as je kom. Nu har av perstonungsspråk. Jeg kan leve den i Jesus. Har du Jesusens frihet? Nicht mehr. Die Ström leben dine Leben Scheinheit. Har du Jesusens frihet? Jeg sier med herlighet gjørt blind. Din hellige Jesus vil lyften mig. Der Verbundenheit hast du betont. Dort nie hast hier. Du hast Auferstehungsbrot. Jeg kan leve den i Jesus. Har du Jesusens frihet? Nicht mehr gebunden sind dem Liebsten. Ich lebe dine Leben Scheinheit. Har du Jesusens frihet? Frihet. Har du Jesusens frihet? Du Jesusens frihet. Det kjærens en vei. Frihet. Har du Jesusens frihet? Du Jesusens frihet. Halleluja. Frihet. Har du Jesusens frihet? Du Jesusens frihet. Det kjærens en vei. Frihet. Har du Jesusens frihet? Du Jesusens frihet. Halleluja. Du har Auferstehungsbrot. Jeg kan leve den mig. Nicht mehr gebunden sind dem Liebsten. Ich lebe dine Leben Scheinheit. Har du Jesusens frihet? Du har Auferstehungsbrot. Jeg kan leve den i Jesus. Har du Jesusens frihet? Nicht mehr gebunden sind dem Liebsten. Ich lebe dine Leben Scheinheit. Har du Jesusens frihet? Jeg kan Auferstehungsbrot. Deilig den Bibelen, deilig den Bibelen. Nicht mehr gebunden sind dem Liebsten. Har du Jesusens frihet? Har du Jesusens frihet? Gott, vi danker dir for dine frihet, hvor du givende er.
Ich danke dir, dass wir nicht mehr gebunden dürfen sein, dass wir die kennen. Und dass du uns die Ketten aufmerkst. Und dass wir können frei gehen. Ich danke dir, dass wir allen Wasserport von dort hier auf diese Erde beleben können, aber dass wir auch wirklich in ganz Fall wollen beleben, wenn wir schon im Himmel sind mit dir. Dankeschön für die Sicherheit, die wir können haben. Heilige Geist, ich danke dir, dass du uns treust dabei bist. Dankeschön, dass du uns halten lässt, dass du uns Kraft geben lässt, wenn uns das so nötig fehlt. Dankeschön, dass du unsere Weide ab die nimmst und uns halten lässt, dort zu drehen. Ich danke dir für die Gemeinschaft mit dir. Heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden, heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz.
heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Ich bin dankbar von dir, dass Gott unsere Wunde setzt in uns Wort. Und heute heilt, heißt es wunderbar, heißt es wird, um zu beten, um zu loben, um zu danken. Even wenn wir auch einen so emotional Tag von der auch haben, aus Lebenswasser, aber Gott, der es wird, zu loben und zu danken. Und er heilt uns Wort. Und so, das wünsche ich für dich. Ich weiß, dass some von uns, die wundern beten, was ist nun der nächste Staub, wo wir wieder gehen. Ich will jemals sagen, morgen fängt Schule an, der Sommer, der ist durch. Half Bosi gegaan, echt? Bosi has de zomer voorbij gegaan. Morgens, meint het waren de kinderen alle rijdenmelken en te de school. Kleine kinderen, vielleicht sind hier some ältere. En je waren jullie kinderen, vielleicht ganz kleine kinderen het eerste Mal naar de school vier. Mij denkt dat nog als onze dochter naar de school ging. En ik hield en zij hield. En zij hield uit vrede. En ik mij weer zo dat ze al naar de school ging. En some van jullie waren dat doorgegaan morgen. En ik wil best met je tijd nemen voor jullie oudere beden, voor de studenten die nog aan de school zijn. Er zijn een deel kinderen aan de andere zijde, die worden maar in de school zijn. En plus je een beetje tijd hebben in je bed voor het nieuwe schooljaar. Er zijn een paar dingen waar ik wel voor beden. Eén is voor safety, dat de kinderen worden safe zijn. Ik wil beden dat de kinderen worden klaar het verstandnis hebben, dat ze worden kunnen leren en dat ze worden wiederkomen uit de school. Ik wil beden voor gezondheid. En ik wil ook beden voor dat ze worden goede vriend hebben. Ik wil beden dat ze worden in het nieuwe schooljaar goede vriend met hoop zijn. En ik wil voor jullie ouderen beden dat je wordt met lief omgaan met de kinderen, geduldig zijn en uithouden. En jeder zomaar is lunchkit uitmerken, wat allemaal dat is. De kinderen die worden something blijven. Die worden either de lieg blijven, of die worden de waarheid blijven. En ik wil jullie als ouderen toespreken, waar we aan de waarheid even aantreden. Zoals het in de Epheser zegt, dat God heeft ons gemerkt, dat zijn masterpiece heeft ons opgesteld. En hij heeft ons gemerkt, dat we zullen gouden doen. Waar we de waarheid reden over de kinderen, dat ze worden gouden doen. En dat ze worden wiederkomen in de school. Zo waar we met tijd nemen en beden voor het nieuwe schooljaar. God, we danken dir, dat du ons zijn kannst. We danken dir, dat du onze harten zijn kannst, dat du onze gedanken zijn kannst. En ik bid krijg nu voor de kinderen wat de morgen worden naar de school gaan. Ik bid dus een bijzondere zegen even aan. Ik bid gezondheid even aan. Ik bid dat zij worden goede vrienden hebben. God, ik bid dat zij worden safe zijn op een weg, wanneer ze naar de school voor het ganze schooljaar in de school. Ik bid voor de leraars van de leraars daar, waar de kinderen leren, dat ze de waarheid leren. En dat ze weer wiederkomen in het christelijk leven, dat ze weer wiederkomen met de dingen wat ze leren, wat allemaal dat is, dat ze kunnen best begoofde persoon worden in deze community hier. God, ik bid voor de ouderen wat de morgen tijdig opstonden moeten en de kinderen ontvangen uit te merken, niet het schooljaar ontvangen. Ik bid best een zegen even aan, ik bid lief even aan, geduld even aan, dat ze weer geduldig met de kinderen omgaan. En best een zekerheid dat we kunnen ons alle aan die houden, God, en dat du ons top houdt als familie. God, we danken dir voor die woord en voor die verspreking. Du sagst dat du juist ons dort, wat ons hart verlangt, wat ons hartsdesire is. En ons hart verlangt en ons desire is dat de kinderen weer best een goede schooljaar hebben dit jaar en dat ze weer wiederkomen in dit jaar. Dankzij God dat du ons goed bent. Dankzij voor de mensen wat hier alle top zijn, wat ons watchen online. Ik bid zijn even jeder einer, wanneer we in die woord gaan, God, dat du was te ons reden, ons moed geven en onze hoopning wat sterker wordt op die, wanneer we van jou zijn, top je was in Lebenswasser. Dankzij dat du ganz goed bent. We beten het in Jesu naam. Amen. Amen. Dankzij je kennen jullie doel zaten. Mijn naam is Jacob, ik zie een van de pastors hier en ik heet in jeder einer van jullie welkom hier. Mijn vriend dat je in Lebenswasser zijn. Mijn vriend dat je jullie kinderen hebt metgebracht. Dat ze kinderen kijken aan de andere zijde. En zo best zeer goed dat je met ons top bent hier vandaag. Vielleicht zei je ja, vielleicht zei je mal hier geweest en nu teruggekomen. Welkom hier. Vielleicht zei je zum eerste Mal hier en zei Lebenswasser is niet voor mij. Welkom hier. Dankzij dat je hier bent met ons top. Ik hoop je had een goede tijd hier, een relaxte tijd. Zoals we God zien woord aan hier en wieder van am leer. Ik was some dingen even gaan wat in de bulletin zijn, some announcements. En dan nu dat wat Pastor John opkomt. Pastor John die heeft een interessante boodschap van jou. En kijk verder wacht hem dat woord aan hier. Lebenswasser die heeft een komen, wanneer hier somebody is en wel wat groceries metnemen. Nu dat is een service, bij deze dubbelde der. Dus die komen zijn vrijwillig om daar voorbij komen en wat metnemen in huis.
Wir sehen mehr noch freiwillige Helfer, die in unserer Kirche mithelfen, besonders wenn wir denken an den zweiten Service, was wir anfangen. Wir wollen den zweiten Service anfangen, Oktober den 7. Eine Service, die wird Klock 9 anfangen und eine Viertel vor 11. Und da werden wir ein bisschen noch mehr helfen. So in jenen Seiten, für jenen, da sind was bei uns. Und das sind 90 Deinkarten. Und die Deinkarten kann ich ausfallen, wo ich würde gleich mithelfen in der Kirche. Und je habt etwas hingebieten in Information Booth nehmen. Und dann können wir ihnen Kontakt und können wir mit ihnen reden. Und können wir sagen, wo wir ihnen anstellen, die können mithelfen in dieser Kirche. Der Men's Encounter, Encuentro de Hombre, der weil hier ist jetzt ein Worship-Abend haben, mit einem Teil singen hier. Und dort ist den 2. September, Klock 6 Uhr. Und so jeder einer ist eingeladen. Die können auch alle kommen, da wird Teil Worship-Musik sein, was bis die gute Zeit sein mit den Männern, der Famielje Toopkomen. Da wird auch was sein für die Kinder, so ich kann ihnen Kinder mitbringen, wie wir da Kinderkirche haben und Babysitting, so bekommt es alle Leute für den Tag mit das Encuentro de Hombre Männer und der Famielje Toopkomen einen Anbetungsabend hier hat. So das September, den 2. Klock 6 Uhr. Wir werden Tolfhaus haben, nächsten Sonntag, August den 26. Weil wir hier ein Tolfhaus haben, Summaries in den Service. Und von der ist es noch hoch, dass die kann nicht ab sein, wenn die will auch die Tolf sein, die kann dort von der noch ab sein für dort. Und auch dort bis bei den Information, da dort hängen die Papiere anbringen. Und dann können wir mit ihnen reden und ihnen absetzen, dass die auch keine Tolf war. So das ist August den 26. Von der aus dann hat die Jugend hat geplant, ein Theme Night zu haben. Und da ist rückgeschoben für den nächsten Monat. Lothar wollen wir mehr Details haben dort, so die wird nicht von der aus so sein. Will ich bloß sagen, dass von der aus die Begrafnis hier, Klock 3 Uhr Mittag, für Johnny Radekup. Und wenn ihr interessiert und ihr wollt zurückkommen für dort, ihr könnt dort dann Klock 3 Uhr Mittag hier ist das. So als ich sehe, der Pastor John ist reit zum Predigen. Ich würde bis fragen, dass ihr abstimmen, mit Ramgehen Menschen begrüßen. Und dann wird Pastor John anfangen. En daar wil we een beetje denken aan Famielje Toopkomen. Mij is het heel interessant, eenmaal worden dingen geschaffen im Leben. Deze boodschap die heb ik al lang tijd uitgestraald, en God heeft me al lang tijd gegeven. En ik doe van jou bloß eine Botschaft hier zwischen, gewöhnlich rede ich immer eine Rehbotschaft, aber nicht auch nicht. Aber gerade zu dieser Zeit, gerade zu diesem Sonntag, hat Gott mir diese Botschaft gegeben, lang vor wie irgendeiner von uns wisst, dass wir hier sind. Und als ich abwas, dann ich gleich so eine Famielje Toopkomen. Besonders als ein kleiner Junge, wie meine Großvater, ich kann alle sagen, meine Wohlen Großmama, die können so erscheinen eten mehr. Und so dort wir haben eine gute Zeit, und dann kamen Cousins von wieder auf, und dann ich immer Sachen und so wieder. Und dann wir taub und hatten einen guten Tag, spielten so aus Kindern und so wieder. Da wir eine gute Tiden, Famielje Toopkomen. Ich weiß nicht, wie jüngert habt ihr gehen, wenn die Famielje Toopkomen hat. Als ich älter war, dann gleicht ich das nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht, wieso nicht, aber vielleicht ändert ich oder was, oder Dinge ändern im Leben. Und so manchmal wir in der Famielje Toopkomen, ist nicht ganz so interessant. Wir haben in unserer Familie al mehrmals, oder wenn es al 3 bis 4 Mal belebt, dass wir bei einmal alles liegen lassen in eine Famielje Toopkomen haben. Und so hat der Radekups Familie dort von der und die andere Seite. Wir haben unsere Arbeit, wir sind direkt mal eine Famielje Toopkomen anstellen, wo wir alle Zeit haben zum Handfahren, das ist meist allmählich. In meiner Familie versuchen wir ein paar Jahre, wo wir mal
in Kanada, alle würden Toopkomen, so wieder. Ich denke meist nicht Toop zu kriegen, wenn wir haben euch Zeit. Wir sind trock. Und das Leben, das geht wieder. Und dann einmal hast dich, dann knallt es. Und dann haben wir Famielje Toopkomen. Und welches Lied? Wir leben, ich hoffe uns, wir leben für ein Famielje Toopkomen, das wird ever alle Famielje Toopkomen, das wird sein. Und wir haben euch Zeit zum Daheim. Wir haben euch Zeit, really. Wir sind trock, wir wollen schaffen, wir wollen nach alle Hunde bescheiden. Aber weißt du was, Lied? Da wird einmal hastig, was es durch sein, und wir wollen alle Zeit haben, für eine Famielje Toopkomen. Und so da war ich von dir ein bisschen von reden. Von Famielje Toopkomen. Ich weiß nicht, wo fertig ich an den Himmel denken. Ich dachte, in den letzten paar Wochen habe ich da ziemlich viel über gedacht, wieso wollen Christen nicht in den Himmel? Hast du mal über gedacht? Und da ist es vielleicht ein bisschen interessant, was ich dort sage. Aber weil wir really in den Himmel, hast du mal really seriously über gedacht? Aber wieso würden Christen nicht in den Himmel wollen? Und ich war ein bisschen laut in der Botschaft, die zum Ursachen geben, wo wir nicht in den Himmel wollen. Aber bevor wir durchgehen, werden wir ein bisschen checken, was Jesus sagt über das da. Und er sagt, so steht in Johannes 14, Vers 1. Lasst ihr nicht das Hort beanruhigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich Ihnen das gesagt haben. Ich gehe also hin, die Stadt rein zu merken. Und wenn ich hingehe, die Stadt für Ihnen rein zu merken, wo ich zurückkomme, und Ihnen auch durchnehmen, dass Sie durch sind, wo ich sie. Und so Jesus sagt, ich will eine Stadt gehen rein merken. Und so hier sind some Gedanken, die ich will von euch. Das erste ist, lasst ihr nicht das Hort beanruhigen. Und weißt ihr Schwester, uns als Kirche fehlt das von dir. Wir wissen euch ganz nah, wo wir sind, nicht groß. Wir wissen euch ganz nah, in was von der Welt wir leben. Und du hast viel in dieser Welt, was uns Hort beanruhigen wird. Und du hast eine gewisse mutende Angst. Und wir leben in einem Land von sehr viel Violence und sehr viel schlechte Dinge gehen und so weiter. Und ich da einmal nach mal ein bisschen checken in der Weltraum, was alles fehlt in der Welt. Und das ist bloß interessant oder uninteressant kann vielleicht sein, was in dieser Welt alles fehlt. Und was von den Dingen dort drehen. Und dann einmal dann können wir uns Hort lassen beanruhigen. Und weißt du, hier in dieser Geschichte, wo Jesus das sagt, er redet zu seinen Jüngern. Sei wir mit einem Taub gewesen für all diese Zeit, was er hier dein der beirrt. Und nun sagt er wird verloren. Und so, das er ein bisschen besorgen, dass er verstehen. Und er sagt, lass nicht den Hort beanruhigen. Und weißt du, so sind Dinge, wie düren über uns Geld, wie düren über unsere Ernte, wie düren über unser Business. Und das sind alle Dinge, die uns beanruhigen in das Leben. Aber Jesus sagt, lass nicht den Hort anruhig werden. Weißt du, die Dinge, die aus uns Kontrolle sind, die Dinge, die du nicht kannst kontrollieren, das sind die, die uns für Sorgen geben. Und ich lasse mal vor, dass ungefähr 90% von den Dingen, wo wir uns über sorgen, die passieren für heute never. Und ich glaube, das ist ein bisschen steht. Aber wir sorgen uns über alle Dinge. Wir wundern, wo wird es kommen, wo wird mit unseren Kindern passieren, oder wo wird mit unseren Großkindern passieren, oder wo dreht das alle hin, wo geht es hin mit uns, als Menschen, in uns Volk, in uns Gegend und so weiter, in uns Hort wird anruhig. Aber Jesus sagt, lass nicht den Hort beanruhigen. Und weißt du, wo wenig? Wen das? Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Na, wenn wir uns Glauben an Gott verlieren, was ist die geblieben? Oder was verlässt du die dann? Oder was ist der Grund, wo du dann oben stehst? Und so Jesus sagt zu seinen Jüngern, glaubt an Gott, glaubt an mich. Das sagt in Hebräer 1, Vers 1, der Glauben ist eine Gewissheit. Morgen das Wort, das ist eine Gewissheit, dass wir das schreien wollen, auf was wir hoffen. Und es ist nicht zweifeln an dort, was wir nicht sein. Na, so ein Vers steht, den habe ich auch verstanden. Und weil hier ist ein sehr wichtiges Wort, man das Hoffnung.
Hoop niet in ons Duits het volk is verken een wensje was. Ik wil mijn baas het verzekeren, dan hoop ik daar aan te komen. En ik hoop dat rijdt maar, ik hoop ik die gouden aard, dat is een wens. Een hoopning is immer verbonden met een verspreking. En zo wanneer hij zegt, ik geloof is een gewissheid, dat dort wat Gott verspreken heeft, de hol wie vast aan, wie lot nicht ein klein bisschen los, wenn Gott heeft er verspreken. En zo wanneer we van Himmel reden, en wanneer we reden van onze heimat, wanneer we reden van een Famielje Toopkomen, dat is een ding wat Gott verspreken heeft, en we kunnen ganz sicher zijn, en we kunnen gewissheid hebben, we kunnen niet twijfelen hebben, wenn Gott heeft gezegd, zo wordt het zijn. En we niet op een laatje ding hopen, we niet hopen dat mijn woorden en mijn leven dat wat goed nog zijn, dan nog mal bij God aangenomen zijn. Ik kan je dat nu al garanteren dat het niet wordt zijn. Keiner van ons. Maar we hebben deze hoopning in Christus, in deze hoopning op een eeuwig leven. En zo hij zegt, laat niet je hart beanruien, blijf aan mij. En dan zegt hij, mijn voor is een huis en veel woningen. Wat blijft je vom Himmel? Mir interessiert dat eenmaal in de Bibelschool, reden we eenmaal als studenten van dit ding. En eenmaal met mensen een kroon zetten en zeggen, oké, wat blijft u van Himmel? En weet je, we hebben eenmaal een beetje een idee dat we een engel zijn met kleine vlechtjes op de regen, waar we op de wald zetten, of een zo'n dingen. Excuse me. En daar willen we gleich zijn, dat is ons niet ontragend. Maar weet je, de Himmel is ganz anders. We hebben zo'n beeld dat er een goldene gossen zijn. Ik zei ja, maar goldene gossen, like dat is hard. Wer wil op harde goldene gossen gaan? Wat houdt die dat gold uit? Maar dat is een beeld wat de Bibel aan zegt, niet? De staat heeft goldene gossen. Maar de Bibel zegt nog zo'n andere dingen. En dat zegt zo dit in Offenbarung 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wils de eerste hemel en de eerste aarde verschwunden. En du hast geen meer. Cancun is buiten, oké? Mazatlan. Maar weet je dat wat ganz anders, wat veel wat beter zijn, als du in de zon zat en laten verbranden. Maar weet je, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gott heeft die gemerkt met gewisse interesse in die leven. Wat merkt ons geloven dat Gott de eeuwigheid niet zo wat merken dat we dat interesse kunnen uitleven? En zo we hebben eenmaal een ganz orechte idee van Himmel. En wie in de Himmel wordt dus ganz anders zijn als we hier gewend zijn enzovoort. En weet je, ik zei nieuwe eerde enzovoort. Ik wens ik had tijd om versen lezen uit de Bibel, wat er reden van de nieuwe eerde en wat het wat zijn enzovoort. Weet je wat mij interessant is in de Bibel? De Bibel die vangt een paradies aan, dat weet je niet. Dat is voor de Bibel aan. Weet je waar die opheet? Een paradies. En zo van aanvang, door wies God aan zien wel. Dat is wat hij met een mens wil. Een paradies, een volkomene wereld, ohne zin. Een gemeenschap met God, gemeenschap met mensen. Du wie keine Feindschaft, du wie keine Feindschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, und Mensch und Tier und Tier und Tier. Du wie keine Feindschaft. Dus so will Gott das. En zo wordt het te laat waar zijn. Maar door twischen, door hebben we al dit bij ze. Door twischen, door zin, door de gefallene wereld enzovoort. En door twischen, door staat wat ons hart beanruien heeft. Maar je Schwester, waar we niet ons hart laten beanruien willen, dat één is al versprechen. Dat één is ons al gezegd wordt wat zijn. En dat wordt zo zijn als van aanvang. Dat wordt ik las mal een schrijven, hij zegt van paradies naar paradies. Dat is God zijn plan met die. Hij wil die in paradies hebben, maar zin heeft ons verdorven, maar hij wil die door waar gaan. Hij heeft den ganzen weg gegaan, dat die door waar kan zijn. Van paradies naar paradies en zo. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zegt hij wieder, dan zag ik Johannes de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem van God uit den Himmel raufkom. Als een uitgestroomde Brut rijdt voor ihren Mann. En ik hoorde een luide stem van Himmel zeggen, kijk einmal, nu is God zijn woning manche Menschen. Weet je, Gott wordt hier een dag zijn. Vielleicht habt ihr nie geirrt. Wir weten nicht alles korrekt, was passiert, aber das ist auch nicht nötig.
Aber weet je, Gott wordt er zijn, dat zegt de hele stad, die komt drauf. En Gott wohnt mang seine Menschen. Wie wollen Gott sein, ongezegd, met Jezus te opzetten. En met Abraham en al die mensen wat we nog van klein en gechant hebben, bloos van de Bibel. Maar wie wollen door zijn. En Gott wordt met ons zijn. En hij wordt met ons op wonen. En zij wollen dat zijn volk zijn. En God zelfs wordt met ons zijn. En God zijn. En weet je, dat is een wondervolle tijd wat er komt, wo God zelfs wordt met ons wonen. Hij wordt drauf komen. En God wordt alle troon van de eeuwen waschen. En dat is geen dood. En dat is geen treur en geen hielen. Ouder bij jou. Die dingen zijn alle weg. Dat wordt ons van jou bij dat. Dat wordt ons van jou troon jaf. En dat wordt ons van jou en je brengt het hart jaf. Weet je, door het paradijs waar die dingen niet meer worden existeren. Geen begrafenis meer. Door we niet een zondag toebrengen met zijn mens te begraven. Because het is een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. En God zelfs woont met ons. En er zijn geen weiter meer. Er is niets van deze dingen waar ons van jou dat hart breken. Die zijn er niet meer. God wordt het alle wegwaschen. En dan zegt hij, die met mij redt, hat eine goldene Stang, die staat ook ihre Poorten en ihre Wegen te bemeten. En zo hebben we schriften met deze steht. En dan werden we denken, hij zegt eerst, er zijn vele woningen in mijn Vader zijn huis. En zo wijst ons deze stad. Hij zegt, en die stad is een Feuerkant uitgelegd. Die is zo breed als lang. En hij maakt die stad met de Stang. En die maakt 2400 kilometer. En die is zo breed en zo hoog als lang. En weet je, dus Johannes staat hier beschrift, deze stad, dat is een Feuerkant. 2400 kilometer een Feuerkant alle weg. Du kan meer hier zijn, niet zo? Zo op woensdag waar du woont. Ik wil door waar Abraham deed en zo weer. En weet je, hij beschrijft deze stad nog weer. We wollen er niet wieder nennen. Maar dat is een interessant beeld. En zo zegt over deze stad, die wordt raufgekomen. Die wordt mank ons zijn. Die wordt met de mensen wonen. En zo God is dan met ons. En zo laat je hart niet beanruien. Gelooft aan God, gelooft aan mij. In mijn Vader zijn huis zijn veel woningen. Die stad is groot. En niet bloß de stad. Weet je wat? Dat is nog een nieuwe aarde. En een nieuwe hemel. En ik geloof, de stad is bloß een poort van dort. En dan zegt hij, ik al de hand in de stad eruit te merken. So Jezus, hij heeft een stad van ons eruit merken. Dan weet je, Jezus merkt deze stad eruit, kunnen we zijn, op Golgotha. Als hij verdienen zijn starf, als hij die deur opsloot, dan merkt hij dat eruit verdient hem door zijn. En wie kan het voor jou aannemen? Ganz vrij. En wie kan Jezus aanroepen? Hij wordt ons vergeven, hij neemt ons aan, hij neemt ons in deze stad aan. En zo hij merkt een stad eruit. Wat immer dat van jou meint, kan we niet 100% zijn. Maar één ding is klaar, dat is een herrliche stad, wo we gaan willen. Weet je, we zijn gleich voor deze wereld gemerkt. En dan wacht, kunnen we zeggen, wie zijn. Maar we zijn nog van mij gemerkt. En dan zegt hij, ik kom je het holen. En ik kom je het holen. Laat niet je hart beanruien. Gelooft aan mij, wij in mijn Vader zijn huis zijn veel woningen. En ik wil je komen holen. Wil je toch aan? Ik wil dus aan. En dat is een nieuwe stad, in dit nieuwe Jeruzalem. Wo werden wel een Christen nicht nun Himmel? Na, wie sagen vielleicht, wie wel? Wir wollen alle in den Himmel, und ich glaube, wir wollen. Aber ich glaube einmal, wir haben ein bisschen eine Idee von Himmel. Und ich will dir ein bisschen Ideas geben, von der die kommen bloß von mir. Okay? Das ist nicht Schrift, das soll ich klar haben. Ich hatte noch nicht in der Bibel gelesen, aber ich kann meinen, und ich merke mir einmal Dinge deutlich. Aber so ich schon sehe, wir haben einmal so eine Idee, dass wir wollen für alle Ewigkeit wo auf der Welt mit unseren Fläches fledern, Harp spielen und so eine Dinge. Und das ist nicht Himmel bei mir. Das ist eine neue Erde, eine neue Himmel. Das ist eine Stadt. Und so werden wir mal ein bisschen denken. Was interessiert die im Leben? Wenn die dort kannst tun, was die will sagen, wo willst du dann tun? Und so nicht all die Pferde, dass in einer ganz vollkommenen Welt, ohne Sinn, ohne irgendwas kostet wird für 100 Millionen Jahre tun.
Ik heb laatst een reden en ik dacht dat weer een interessante ideeën. Some van ons gleichen reizen. Gleich je reizen? Ik gleich zou reizen. Wie gleichen reizen, niet? En nu denkt iemand aan, voor de nächste, wanneer je start bent, voor 100.000 jaar. Weet je, wie brauchen Jahr, aber das ist keine Zeit mehr, das haben uns Menschen verstanden, euch nicht reden. Aber vor 100.000 Jahren, jagst du die Raum in all die Sternwelt. Weet je, die Wissenschaftler sagen uns von der, dass unsere Sternwelt ist bloß unbegreiflich so groß. Ich meine, wir leben in, was wir auf Englisch sagen, eine Galaxie, vielleicht können wir das sagen, eine Sterngruppe, was sehr, sehr groß ist. In so einer sagen, sie sind doch viele in der Luft. Und ich denke dir mal an, für die nächsten 100.000 Jahre, jagst du die Raum und besitzt die mal all die Schöpfung. Und du reist rein alles rum, das ganze Welt und so weiter. Und so du hast bloß die beste Zeit und du reist rum. Vielleicht hat die Eten scheint. Gleich ist er Eten. Die meisten von uns tun, nicht? Irgendwo ein großes Famielje Toopkomen, nicht? Großmama wird dort kerken. Vielleicht war es keiner schmecken als von Großmama kerkt, nicht? Aber denkt mal an, für 10.000 Jahre halbe Mittag. Ram den grootste Dash mit Jesus Taub, der Engel, der deinen uns, und wir eten fried chicken oder was gleich. Aber anyway, weet je, als Jesus ist abgestoßen wird, der uit. Wir haben einmal so eine Idee, oh, jetzt dann sagen wir bloß ein Yes und so wieder. No, wir kriegen nie Körper. Na, als wir warm eten, fehlen und so wieder, das sagt die Bibel uns nicht. Aber Jesus uit mit seinen Jüngern Taub. Er sagt, fut mich mal an, ich sehe nicht ein Yes. Und die Bibel sagt, wir wollen so sein als Heuers. Und so wie wir das gradste Fass haben, die Bibel sagt, du hast ein Chasfass im Kum, dort wird das gradste Fass sein, wo es Gift. Und da wird bloß eine sehr wunderbare Zeit sein. Und wir wollen eten, in Gemeinschaft haben, in Taub verteilen, in lachen, in nicht fad worden. Und das ist ein gutes Ding. Wo weet je, der Himmel? Wir können es nicht anders als der menschlichen denken, wenn das alles, was wir sind, nicht, finde ich. Some von Ihnen gleich vielleicht Movies watchen. Und ich stelle dir mal vor, dass im Himmel, und da haben wir diese ganze Schöpfung, spielt Gott für uns offen. Für die nächsten 7 bis 10.000 Jahre, check wie, von Adam und Eva wieder, wo wir die Gott eiden, wo passiert das alles. Ich sehe History, okay? Ich gleich Geschichten wieder dort, wo ich will sein. Dat die wat du die Raum jagst, wo ich durch sein. Und so dann werden wir da checken, wo ist das alles entwickelt? Und mit Noah und der Sintflut und dann Abraham in der ganze durch den Rote Meer gehen sie wieder. Und dann Jesus in der Zeit auf dieser Welt. Und wo die Welt, wo die gedreht hat, was der geradste Movie Theater, kann man sagen, der geradste Film, was die vorstellen kannst. Und du siehst, wo Gott alles entwickelt hat. Wo wird der Himmel sein? Ich weiß nicht. Aber einiges weten wir, die Bibel sagt, es wird wundervoll sein. Und weet je, in dieser Welt haben wir uns das meist nicht vorstellen. Aber weet je, wir wollen einmal nicht nur den Himmel, wenn uns interessiert singen nicht. Interessiert uns singen nicht? Und so, die wirst du nicht haben, wenn für Ewigkeit singen. Sounds boring, nicht? Aber ich glaube, da wird eine Worship-Zeit sein, auch für die nächsten 10.000 Jahre. Wir wollen Gott das loben und preisen, anbeten. Aber ich glaube, Gott wird den Himmel so merken, als die interessiert. Und weet je, wir wollen da eten, nicht so? So, da muss noch ein Former sein. Und so, ich rede mal mit einem Mann und ich sehe zu ihm, dass ich wusste, dass er wie ein Former von Hort. Und ich sehe, fresst ihr nicht auch im Himmel? Korn ackern? Und wenn sie was schön krüt und schön warm, und dann kommen, wird niemand stribbeln. Und er wird bloß wundervolle Ernten, die wir meist beleidigen, wenn wir das gleich über den Himmel Korn ackern. Aber weet je, wie hat das Idee? Einmal von Himmel, das wird bloß so rein, ganz das, was sein, das für uns Menschen interessiert. Und ich glaube nicht, dass das was sein. Na, wenn ich auch sehe, dass es mir dann dauert, ich sehe dann wieder dort, nicht? Aber weet je, ich gleich einmal mit anlassen, wo sind die Dinge?
En weet je, wie het leven eenmaal? Laat me anders zeggen. Nog een oorzaak waarom we niet naar de hemel willen, als we in onze angst, we worden wat van hier in de stich gaan. Ik wil hier schon mal alles beleven. Weet je, ik wil me nog bevrijen en zo weer. Dat is, ja, nog bevrijen en dan nog kinderen gaan. En ik wil nog mijn business buren, ik wil nog mijn wirtschaft nog buren, en wat immer dat alles is. En zo zijn dingen in leven, we hebben meest das idee dat wanneer we eenmaal worden sterven, er juist wat terechtkomt, dan worden we zo schrikkelijk veel missen. Dan worden we dus al dit missen. Die wordt niet één ding missen. Die dingen wat hier goud zijn, best met 100 mol nemen, of wat immer, en dan zijn we daar. En die zijn plus zo veel beter. En ik geloof niet dat we eind wat worden in de stich gaan. Zes als video en troon en zo'n dingen. En zo, vandaar, ik heb ons vielleicht een beetje al aanloten dat we wel leven in de hemel als hier op deze eerd. Wenn vandaar jij het niet zo schijnt, vandaar hebben we video en zo weer, maar veel meer ons leven is zo fijn. En weet je dat het zo schijnt en we hebben rein alles wat ons veelt. Als ik in de Bibelschool weer in de enkele jaren, dan dat we mal studeren en wat mensen predigen doen rond de wereld. Wat is de theologie? Wat is de leer? En dan vangen we uit dat in arme landen, in landen waar de mensen niet weten, waar de nächste maaltijd van komt. Weet je wat die predigen? Het ganz meeste predigen? Van hemel. Weet je wat wie het weinigste predigen? Van hemel. Dat is goed. Ik heb even gedacht over mijzelf. Ik zie nu al wat, 20 jaar aan predigen en ik kan nog meest op een hand uithalen wat ik heb van hemel gepredigt. Dat is me niet mal één. Dat is het waar we handelen, maar dat zegt een beetje van wer we zijn. En dat zegt een beetje van wat ons wichtig is. En zo, we willen hier niet voortwenden. We hebben te veel van en dat gaat te schijn. En we willen nog eenmaal naar Cancun verder opgeet. En zo, we willen nog verschillende dingen, niet? Allerhand wel wie het leven wanneer we hier weg maken, dan worden we dat alle in stich gaan. En dan wordt het alle niet, ik heb het alle niet beleven. En ik wil je plus zeggen, je wordt niet in stich gaan. Dat is video. Maar weet je, daar is het veel beter. Een schrijver zegt dat het is meest een beetje als we hebben onze lijst van dingen. Deze moeten we uitvallen. Dat is een beetje als we kopen groceries en dit hebben we gedaan, dit heb je gedaan, dit heb je gedaan. Maar deze lijst wil ik alle tekenen nog, waar ik hier wachten ben, maar niet, dan word ik eind wat missen. Maar we worden niet missen. En zo wil je plus maken, waar we niet laten deze wereld ons terugholen. Vandaar gaan we wel. Nog een ding waarin we niet naar de hemel willen, dat is wanneer we leven Jezus niet. Wat doe je wanneer je weg bent van de persoon wat je leven? Mijn vrienden en ik, we zijn maar in een geweest, op een Gouderweg, meen ik nu. Maar man zijn in Canada weer, en is jong weer krank, oder irgendwas, en dan zijn we maar dort geweest, nog mal. Zo einer denkt veel aan de persoon, we schrijven ons veel op een doel en zo weer. En we kunnen niet luren naar den dag, wanneer we kunnen thuis zijn. Voll wie den weg over Jezus. Dat we met hem vertalen, we kunnen niet luren naar den dag, wanneer we bij hem kunnen zijn. Er is er plus een denk, ja, we weten dat er is door, maar who cares? Zo is het eenmaal een beetje bij ons. En ik geloof dat is een trouble. En soms van dat komt er van her, dat we leven in een wereld van daar, waar we rein alles hebben, sozusagen, wat ons veelt. En zo dat houdt ons manchmal drehen. En we kunnen alle spoes ons uitdenken, oder opstellen, sozusagen, wat we leven, wat ons wat schijn gaan. Maar weet je, de hemel heeft dingen te bieden, wat we hier niet hebben. Nou, nog een ding van hemel. Wer van jullie erst mal jaren ziet je was, van die kinderen door worship hebben, zo wie? Zei je mal je was? De ganze meeste van jullie niet. Ik wil je mal toeroden. Doet mal een dag niet naar mij horchen en dan gaat mal dort aan. Hij mal kinderen zijn, want deze raar moedig zijn. Weet je ook wat? De hemel is een kinderstad. Denk je mal al die kinderen, van Adam tot van der wat gestorven zijn. En wie blijven kinderen worden zeilig in haar Aschelsjaren?
Al die duizenden kinderen wat ze aborten doen, like afdrijven, wat we hier op die naam, wat ze verder geboorte doodmaken. Alle kinderen wat verhungeren in de wereld en zo weer, die zijn im Himmel. De Himmel is een kinderplaats. Maar je leven eenmaal dat je het luid in je heim, niet? En met de kinderen en zo weer. Ik weet, we hebben zo'n kleine groepen in onze kerk en zo weer, en er zijn met veel kinderen en dat je een beetje luid eenmaal. Weil die merken eruit van Himmel. Aber de Himmel is een stad voor kinderen. Jezus zei, laat de kinderen naar mij komen, wenn dat Himmelrijk geheerd eind. De Himmel is een stad voor kinderen. En weet je, wenn jemand wel een dorp en je een beetje willen der huis hier, we zijn al een beetje zo maak en we zijn nu al gescheid geworden en zo weer. En zo. Maar daar is het ganz anders. En kinderen zijn kinderen. Maar weet je, ik zal me even ver dat Jezus den lachen tot over de kinderen. Weet je, die hebben zo'n interessante ideeën. Arschel je eenmaal. Maar kinderen, de Himmel is een stad voor kinderen. En zo, daar worden veel kinderen zijn. Een schrijver zegt, dat is waar je het licht naar weer uitzet in de Himmel. Wenn kinderen wel niet, dat licht maar aanblijven, niet? Wenn die slopen gaan zelf nog schön met water drinken waren, niet? Er nog 13 bit onder jaand. Er zijn je niet kinderen geweest. Maar weet je, de Himmel is een stad voor kinderen. Gleich als dort, wo in Gott sagt, wie machen so worden als die kinderen zum dort haben. 1. Thessalonicher 4:14. Wilt wann wie glauben, dat Jezus gestorben en van dood opgestaan is, wat Gott durch den Herrn Jesus en met aan Taub ook die nu zich neemt, die al angesloten zijn. Nou hier in deze Thessalonische kerk, dat we in geloven aangekomen, dat wat met die wordt gestorben. Wenn wir glauben, Jesus wird terugkomen, aber nicht sterben hier am Weg, was tun wir mit denen? Nicht dran gestorben. So, als die sind nicht vorbeigegangen, aber was passiert nicht? Das wäre ihre Frau. Und so dann sagte diese Dinge. Das sei wir mit Jesus in der eine wird, dass wir, die da leben und bleiben, was der Herr Wahrheit kommt, wollen die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind. Er sagt, der Herr wird selbst von Himmel raufkommen. En luid zijn wat passieren zal. De höchste Engel wird roepen en Gott seine Person wird geblost worden. Dan worden die im Glauben an Christus seilig gestorben sind, zuerst abstehen. En dan worden wir, die wir leben und gebleven sind, zugleich mit an, auf die Wolken mitgenommen worden und an den Herrn begegnen. Und dann worden wir immer bei ihm sein. Ich habe vorhin gedacht, ich wünsche, ich lebe, wenn Jesus zurückkommt. Aber weet je wat? John is ons voorop. Al die wat gläubig gestorben sind uns voorop. Aber weet je, Schwester, de Kampendag. Dan einmal, wo wir Jesus in der Wolken sein, da stellt mir das vor. Aber einmal, boom, und da ist mit seiner ganzen Herrlichkeit, was wir uns nicht vorstellen können. Paulus sagt, auf einer steht, er ist in dritter Himmel gewesen, aber er kann nicht beschreiben, was das ist. Ich glaube, er kann es nicht beschreiben, wenn Menschen verstehen, kann ich euch begreifen. En bij eenmaal poem en als ze door. En dan komt Jezus. En de graven vliegen op. Er wat immer wat passiert, niet? Heb je mal gedacht? Am begrafenis bij eenmaal boom. Komt Jezus terug. En zo die worden abgeschlossen, zegt hij. En dan worden wie, wat hier nog leven. Wie worden verändert worden in een ogenblik. Du wirst nie een Körper kriegen. En dan worden we Jezus begegnen in de lof. Manchmal nennen wir das der Rapture, oder wir nennen das die Entrückung, oder was immer, wird die wel brücken. Aber das sind dann Wort von wird die brücken. Aber die Bibel verspricht uns, der kommt Tag, wo wir wollen Jesus begegnen, in der Luft. Mit all die, die gestorben sind. Dann waren wir dort. Und ich glaube, Luther sagt in der Offenbarung, dass die heilige Stadt, die kommt drauf. Ich glaube, wir sind Port von der heiligen Stadt, die drauf kommt. So denke ich mir das. Aber das sind viele verschiedene Ideen von der Champion. Aber weet je wat, Lied? Der kommt ein Tag, wo du auch wirst fliehen. Hast du mal die Fehler herangekickt? Kann man halt sagen, doch, manchmal ist das ein Udler, bloß mal eben von all den Trübbel weichen und von Buben alles besein, nicht? Weil der Tag kommt, wo wir da waren dann. So, ich will dir Mut merken von dir. Weil wir nicht ganz hart lassen trübbeln.
Glaubt an Gott, glaubt an Jesus. Wenn er dies da sitzt, und das sitzt so die Beise Macht nimmt Eberhand, wer von Gott leben? Wer von Jesus leben, wird ja unsere ganze Erfahrung hat getan mit Glauben an Jesus? Und dann sagt er, weißt du was, bei meinem Vater, bei Papa sein Haus, da sind viele Wohnungen, die wirst du rum haben. Und Jesus merkt, das steht rein. Ein Schreiber sieht, dass Gott mir diese Welt und sagt, der bei Hafnel 2000 Jahre geschafft an den Himmel, wie viel besser wird dort dann sein? Aber ich weiß gar nicht, dort meint, dass er schafft, aber er merkt, mir steht rein, er ist für die gestorben, er wird ihnen Sinn vergeben, er merkt, die recht für Gott, er steht für die an, wenn die Recht ist in dieser Welt, er ist dort beim Führer, er betet für die, und Jesus merkt das rein, und er wird die holen, er wird die durch anbringen, er merkt, es steht rein, dass wir da werden sein. Und dann sagt er, weißt du was, er kommt rein. Er kommt rein. Und weißt du, von der ersten Tag in der Welt, die Tekens sind alle durch. Ich glaube, Jesus, der kann ein Zeit kommen. Even die Jahre sterben. Even wenn wir Israel bechecken, das passt alle in das Puzzle nennt von der. Die Zeit ist hier. Das dreimal wird Jesus in der Welt kommen, in der Gräber werden auflehnen, und ich und du, wird hier danach leben. Wir werden verändert worden in einem Augenblick. Und wir werden Jesus begegnen. Dann wollen wir bei dem Herrn sein. Wel je met? Daar willen we zijn, right? We gaan naar Hemend. We gaan naar Famielje Toopkomen. En weet jullie, dat kent een Famielje Toopkomen. De beste Famielje Toopkomen wat ik en du jemals aan het denken gaan. Met de beste multijd, de beste gemeenschap, de beste muziek. En dat wordt een schijne tijd zijn. We hebben niet opgeven in deze wereld. We hebben ons houden aan Jezus. En waar we arm zijn. Wil je opschauen, waar we tot beten? Himmlischer Vater, du hast uns ein sehr, sehr großes Versprechen gegeben. Und Herr, wir können uns in uns menschliches Verstand gleich anlassen, wo wir sind. Und Herr, wir leben einmal auf dieser Welt, wir haben so viel Spaß hier. Und uns wird hier so scheinen, wir haben so viele Dinge hier. Und wir wollen nicht really in den Himmel gehen, das ist hier viel besser. Help uns, Herr, dass wir das erkennen können, dass das nicht zu vergleichen mit dem Himmel, was wir auf dieser Erde haben. Und dass wir wollen wirklich an die glauben. Help uns, dass uns Hort nicht wird bei anderen sind. Help uns, an die zu glauben. Help uns zu glauben, dass du es eine Heimat, den Vater sein Haus ist groß und du hast wir Ruhm und wir sind da willkommen. Und dass du uns kommst holen. Herr, ich bete für jede Person hier von dir. Ich weiß, hier sind Familien von dir, die ein Leben verloren haben, wie uns Choik haben, eine Leben Person verloren und anstatt es wei. Und ich bete, dass wir uns mit dieser wieder trösten. Du sagst uns, dass wir sollen uns mit dieser wieder trösten, dass du hast noch ein wahrer sein, du hast noch ein Eng, was du herrlich wird sein. Und ich bete, dass dein Frieden und dein Segen über die Familie und deine Heilung. In Jesus' Namen. Amen. Amen. We hebben nog een beetje zingen van den Himmel, wo we gaan gaan. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, disfrutando eterno olor al bendito glorioso Jesús. En el mundo feliz
wir haben eine Hoffnung. Amen. Amen. Vielen Dank schön für hier sein von dir. So ist hier schon gesagt worden, von der Klock 3 als der Begrafnis, so ihr sind alle eingelutscht für dort. Die wollen wel tidig kommen, um eine gute Sattfing, wenn sie der Kirche wird auch voll sein. So, wenn irgendwer wird gleichen, dass wir mit ihnen beten, bleibt träg, kommt eine Fern, wir werden wirklich mit ihnen beten. Gott segne und sei uns klein stolz hier, Luther.